zusammen und willkommen zu einem kurzen Update zum Einfahren meiner Daytona 765 Moto 2 Limited Edition. Und ich nehme euch später dann kurz mit auf eine kurze Ausfahrt, so dass ich dann nicht die ganze Zeit quatschen werde, sondern wo ich nur noch den Motorensound hört. Zumal das erste Update. Ich fahre mit der Drehzahlanzeige im Einfahrmodus. Jetzt mal ein bisschen Sound. Ich fahre ja mit der Drehzahlanzeige im Einfahrmodus und die zeigt mir immer orange an, bis wann ich schalten sollte. Und zu Beginn, möchte ich euch vielleicht erinnern, war es so, dass es bei etwa 3.500–4.000 Umdrehungen war, dass mir die Anzeige orange wurde, und nun sind es immerhin 5.000 Umdrehungen. Und ja, somit kann man ein bisschen besser mit dem Fahren. Das Schaltautomat funktioniert einwandfrei, ich fahre eigentlich nur mit dem, sprich ich schalte eigentlich nur die Kupplung. Und falls ihr euch fragt, was mit meinem Display los ist, dann ist es so, dass ich eine Schutzfolie aufgetragen habe, die einen Anti-Glare-Effekt hat, also sprich keine Reflexionen möglichst, und das funktioniert wirklich gut. Jedoch ist so, dass die Anzeige dann ein bisschen unschärfer wird, also wie man vielleicht auch auf dem Video sehen kann, die Anzeige ist etwas unschärfer, aber dafür keine Effekte, keine Reflexionseffekte. Nun gut, sonst habe ich eine zweite Folie gekauft, die ich allenfalls drauf tun würde, eine Crystal Clear Folie, die dann absolut scharf sein sollte, aber die dann halt wieder reflektiert. Darum habe ich gedacht, versuche ich zuerst mal diese hier und dann allenfalls kann ich im Notfall immer noch auf die andere wechseln. Dann, was habe ich sonst noch gemacht am Motor, wenn wir schon dabei sind? Ich habe den, wie heißt das, so Tankschutz aufgeklebt. Tankpad, glaube ich, heißt es. Dann habe ich einen Tankrucksack Ring, Montagering montiert von SW Motech mit der Quick Lock. Und den Rucksack hatte ich noch von früher her, von der Aprilia. Und ja, passt wirklich sehr gut auf die Daytona, stört nicht beim Fahren. Oh, lassen wir den mal rein, den nehmen wir. Und ja, sonst... ja, ich habe noch den RAM-Mount montiert am Lenker, wo ich aktuell mein Handy dran habe, wie ihr seht. Man kann es dann jederzeit drehen, um an den Schlüssel überhaupt zu kommen. Aber das funktioniert wirklich gut. Und ja, sonst habe ich eigentlich noch nichts gemacht, außer das Fahrwerk etwas verstellt. Denn ich bin aktuell um die 75 Kilo. Ja, ich weiß, ich sollte abnehmen, aber okay. Und der Dave Moss heißt er, glaube ich, im Internet. Der Two Clicks Out, heißen seine Videos doch immer. Der zeigt ja, wie man das Fahrwerk einstellen sollte und so weiter. Habe ich mir sein Messgerät gekauft. Zeige ich mal in einem separaten Video, wie den Säg, also das Einsenken des Motorrads, wie man es messen kann, komfortabel. Und ich habe gesehen, dass vorne das Motorrad zu hoch war. Also sprich, ich sollte es um die 35 mm plus minus 5 mm haben, hatte ich knapp 30. Und jetzt habe ich ein bisschen Federvorspannung rausgenommen. Und zwar, wenn ich mich recht erinnere, mal eine Umdrehung. Das sieht jetzt gut aus, statisch. Aber eben die Fahrwerkselemente werden auch noch eingefahren. Also das wird sich noch ein bisschen ändern. Muss ich dann nachmessen, aber die Maschine fühlt sich auch wieder besser an. Ich weiß nicht, am Anfang war es wirklich agil, dann wieder weniger und jetzt passt es wieder. Vorne ein bisschen tiefer und ja, jetzt macht es wieder Spaß. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn, die Maschine macht mega Spaß zu fahren. Ich habe knapp 400 Kilometer. Und übrigens, das mit der Drehzahl, dass ich jetzt 5000 drehen darf, laut der Anzeige, hat sich bei Kilometer 160 geändert. Und ich würde sagen, das war's. Abonniert doch meinen Kanal. Wenn ihr News zu Motorrädern allgemein, vielleicht nochmal auf die Speed Twin ins Video und die Street Twin und über Autos und über Campingausrüstung informiert werden wollt, dann aktiviert doch auch die Glocke, damit ihr keins der Videos verpasst.
Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, denn jetzt werde ich einfach mal ein bisschen fahren, das Motorrad weiter einfahren. Und ja, dann könnt ihr ein bisschen den Sound des Motors genießen, auch wenn ich nur Halbgas fahre, bis 6000 Umdrehungen. Aber ja, ich glaube, sie klingt schon nicht schlecht. Also viel Spaß schon mal und bis zum nächsten Mal.